Carrera GT. 458 Speziale. Also Robert, ich sag dir eins, wenn ich hier das Auto so schön anschaue, da kommen für mich schon wieder richtige Erinnerungen auf, wie wir damals mit dem Raoul in dem Carrera GT aufgerissen haben in Südfrankreich bis zum geht nicht mehr. Aber Leute, heute befinden wir uns bei Mr. Saugmotoren und der Name, der hat nämlich Programm, nicht nur, dass hier so eine geile Carrera-Bahn steht, so ein richtiger Männerraum, muss man ganz ehrlich sagen, sondern Leute, hier. Du kannst einmal rüberschwenken, Robert. Zieht euch das mal rein, was hier da steht. Aber Robert, kannst du schon wieder umschwenken zu mir? Komm zu dir. Weil wir gehen nämlich jetzt hier runter, Leute. Und wir schauen uns jetzt mal die Autos im Detail an. Robert, Vorsicht mit der Kamera, gell? Nicht, dass du stolperst. Oh, das wäre ein teurer Spaß. Willst du besser vorgehen, nicht wenn du... Nee, das falle ich. Ja, wobei ich fange dich auf dann, Robert. Ja, natürlich. Denn Leute, das ist nämlich abartig, was hier rumsteht. Du kommst hier in die Garage rein und wirst einfach mal direkt von einem M3 CSL begrüßt. Wie geil ist das denn? Und dann schaust du hier nach und dann merkst du sofort, wie viel Liebe im Detail hier in der Sammlung steckt. Ja? Diese ganzen kleinen Details, die ich ja so sehr liebe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal einmal hier durch. Zu diesem Fahrzeug kommen wir etwas später, denn das ist sehr speziell. Robert, da darfst du noch nicht hinschwenken, weil das wollen wir uns im Detail anschauen. Das Auto wollen wir ja auch gemeinsam starten. Wir haben hier noch einen schönen Boxster S. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Fang einfach gleich da an, wo du bist. Hier, da wo wir stehen. Also wir gehen hier so der Reihenfolge entlang, oder wie? Also hier einmal ein Boxster S und jetzt kommen wir natürlich direkt gleich schon zur absoluten Legende von Porsche. Und zwar ein schöner Carrera GT. Hier in der Lackierung in schwarz gehalten, innen drinnen auch schwarz mit roten Sitzen. Ne? Ja, wenn wir dann hier weiter rüberkommen, einmal ganz kurz müssen wir hier auf den alten M5 eingehen, vor allem in der Lackierung in dem Lila gehalten. Das ist schon sehr sexy. Das ist einfach ein richtiges Baller-Auto, muss man sagen. Vor allem schon mal, da ist der Sitz ist auch schon richtig eingestellt. Richtig schön nach hinten, ja. So wie es beim Robert auch sein soll. Schön den Sitz immer nach hinten, gell? Das taugt mir. Robert. Und hier sehe ich jetzt zum ersten Mal Dallara. Krass. Hier mit dem ganzen Carbon, ja, in grün gehalten. Dann hast du hier das normale glänzende Carbon. Schon. Sieht schon sick aus. Ich sehe den zum ersten Mal. Also ich muss schon sagen, das Auto hat was. Auch die Kombi mit den Felgen ist mega. Auch? Hä? Die Kombi mit den Felgen ist mega. Ja, definitiv. Definitiv. Mit den Felgen und dann, was ich halt auch sehr sexy finde, du hast außen das grüne Carbon und da passt halt, musst du immer sagen, grüne Lackierung, grünes Carbon, passt halt einfach braun perfekt. Ja? Ist hier den braunen Innenraum und hier geht es mit Carbon weiter. Ich glaube, der Dallara ist auch extrem, extrem leicht. Ich weiß, jetzt kann euch jetzt ja gar nicht irgendwelche Informationen zu dem Auto geben. Ich weiß nur, dass du ein extrem gutes Kart-Feeling hast. Robert, ich merke schon, wie du stolperst, schon wieder überall drüber. Du hast noch dein rechtes hintere Bein. Oh, sehr gut. Das wäre nämlich hier direkt der Anschluss gewesen zum Carrera GT. Ja? Nicht, dass wir schon wieder wie gestern dreimal randalieren, oder? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich weiß auch nicht, was du meinst. Genau. So Leute, dann geht's weiter. Wir arbeiten uns vor. Wir haben hier einen 458 Speziale, auch sehr geiler Spec. Und zwar schwarz, weiß und hier der schöne blaue Streifen. Auch einfach ein sexy Auto, schöne V8 Saugermotor. Ja. Für mich, wo ich immer wieder sage, ist so einer der letzten richtigen Ferraris gewesen. Da kannst du sagen, was du willst, sei es F8, sei es 296, sei es SF90. Die gehen zwar alle ganz gut vorwärts, ja, aber wenn du von Emotionen redest, und das ist eben genau, wo wir hier in dieser Sammlung von Mr. Saugmotoren sprechen, ist das hier ein extrem emotionales Fahrzeug. Gar keine Frage, es gibt einige Autos, die sind deutlich schneller mittlerweile als hier so ein 458 Speziale. Aber ich sage euch eins, Leute, wenn man einmal hier in einem 458 oder vor allem hier in einem Speziale gesessen ist, gefahren ist, das sind einfach pure Emotionen. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt hier weiter hintergehen, lasst uns mal kurz auf den 812er eingehen. Denn da haben wir nämlich den schönen V12
Saugermotor. Eine sehr spezielle rote Lackierung, die ich bisher so noch nicht gesehen habe. Ich glaube, das ist mitunter eine der schönsten roten Lackierungen, die ich bisher auf einem Ferrari gesehen habe. Und vor allem hier, weil der 812er ist natürlich, kannst du nicht vergleichen mit einem 488, ein eher eleganteres Fahrzeug. Ja? Ein sehr elegantes Fahrzeug, was natürlich aber auch sehr breit, wie ihr seht, dasteht. Und da finde ich, matcht diese Farbe einfach perfekt. Voll. Und ich glaube, was auch perfekt sein wird, ist, wenn der Robert jetzt mal kurz nach hinten geht. Denn Leute, wir dürfen hier den 812er starten. Denn was ich so gehört habe, ja, oder was mir erzählt worden ist, der 812er soll anscheinend leicht modifiziert sein. Aber nur leicht. Dementsprechend, ja, ich würde mal sagen, ich steige mal ein und dann schauen wir mal, wie sich das so anhört. Das ist allein, wie entspannt du hier in den 812er einsteigen kannst. So, Robert, Mach an die Kiste. bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Das ist geil. Genauso wie es sein soll. Alter. Ein bisschen Standgas können wir ergeben, oder? Ja, klar. Da merkst du einfach wieder, das ist 812er, ja, wie schnell dieser V12-Saugermotor, wie schnell der hochdreht. Richtig Peitschenhiebe. Das ist abartig, vor allem das waren jetzt einfach nur 2000 Touren, 2500 Touren und das war's. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt, wenn man halt einmal den Centani gefahren ist, den 812er, merkst du eigentlich, wie leise das im Vergleich ist? Hey, das war so Und krass. jetzt ist das ja auch schon leicht modifiziert. Ganz leicht. Aber Robert, ich würde einfach mal sagen, baller mal kurz den 812er Clip mit Centani rein. Also das war wirklich kompletter Untergang. So Leute, dann geht's hier weiter. M3 CS in der schönen Frozen Portimao Blue Lackierung. Das bekommt BMW mittlerweile so gut hin mit den Mattlackierungen. Also sei es jetzt bei unserem M3 Touring in dem Frozen Pure Grey. Hier einer meiner Favoriten an Lackierungen von BMW. Und was man auch sehr schön sehen kann, und das ist glaube ich auch wichtig zu erwähnen, denn hier in der Sammlung wird jedes Fahrzeug artgerecht bewegt und vor allem sind hier die Besitzer recht viel auf der Rennstrecke unterwegs und vor allem eben ganz viel auf der Nordschleife, was ich natürlich sehr geil finde. Ich glaube, es gibt hier auch irgendwo ein paar Bilder, wie man die Autos in Aktion sieht, aber man sieht auch hier M3 CS wird hier dementsprechend auch auf der Rennstrecke bewegt und was auch hier noch mehr bewegt wird, ist das hier. Ja? Und zwar der schöne M3 mit dem Saugermotor, ja, und der ist natürlich komplett umgebaut auf Tracktool, wie wir sehen können. Ja, hinten keine Sitze mehr drinnen. Wir haben vorne, ich weiß nicht, schade, ist abgesperrt. Aber ihr seht, einen kompletten Überrollkäfig haben wir hier. Ja, dann hier hinten eine schöne Frittentheke, anderes Fahrwerk. Also da wurde alles dementsprechend abgestimmt auf die Nordschleife. Und ich meine, sowas ist ja genau, was ich ja wirklich feiere, dass wenn du hier so eine Autosammlung hast, dass auch wirklich jedes Auto bewegt wird. Und der hier übrigens wurde auch dementsprechend bewegt, wurde mir mitgeteilt. Und zwar ist das ein schöner Opel Manta. Ich kann euch jetzt halt leider nicht sagen, was das hier Baujahr ist. Aber Robert, was hat das Ding nochmal Leistung? Auf jeden Fall über 200 Pferde. Und auf wie- eine Tonne. Und wie Unter gerade eine mal Tonne. 1000 Kilo und der dreht bis zu 10.000 Touren. 11 sogar, glaube ich, oder? 11.000 Touren. Ich glaube schon, ja. Alter, das ist halt schon krass. Vor allem, ich finde das, also ich sag dir ganz ehrlich, ich würde mich in so einem Ding sehen. Jetzt kommen wir mal Stell von unten. uns beide mal hier in so einem Manta vor. Alter, das wäre geil. Hä? Weißt du, wie wir da aufreißen würden? Vor allem, ich würde uns ja noch so einen schönen Fuchsschwanz besorgen, weißt? Geil, Mann. Hinten mit so einer Antenne. Also Also ich da habe da wirklich klare Vorstellungen hier, Ja, wie ich dann uns machen da wir's doch sehen mal. würde. Und da kommen natürlich auch extrem viele Erinnerungen hoch.
1er M Coupé. Mittlerweile, unserer hat über 100.000 Kilometer drauf. Ja? Und das ist einfach, muss immer noch sagen, einer der geilsten BMW M-Modelle, die jemals gebaut worden sind. Und auch ein zeitloses Fahrzeug. Ja? Das BMW, das war ja damals ein Riesenthema, dass BMW hier das Fahrzeug bzw. BMW M überhaupt bauen durfte. Ja? Weil allein diese breiteren Backen, die du gegenüber dem Serien-1er hast, ja, sei es vorne oder hinten, ist ein Riesenaufwand für BMW gewesen. Und preislich war das ja wirklich in der Kategorie noch extrem erschwinglich. Und dementsprechend sind auch die Preise mittlerweile hier bei den gebrauchten 1er M-Modellen. Und was mir hier auch auffällt, der hat auch noch die schönen Performance-Sitze. Das fand ich ja auch so sexy, dass BMW das damals gemacht hat. Mittlerweile die Carbon-Schalensitze kannst du ja serisch schon kaufen. Hier war es damals noch als Zubehör von BMW Performance. Und wenn wir dann hier weitergehen, da kommen wir zu einem schönen Porsche Spyder, was ein Nachbau ist zum Originalen, weil beim Originalen sprechen wir von um die 3 bis 4 Millionen Euro bei dem 550 Spyder. Hier ist es ein Nachbau, ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, woher. Ich glaube, es ist irgendeine brasilianische Firma, die recht bekannt sind hier für die Porsche-Umbauten. Wir haben einige Originalteile verbaut, sei es jetzt hier vom 356, hier übernommen die Scheibe, genauso auch wie hier Original Porsche-Sachen. Genau wie auch hier Original Porsche, sowie auch hier Original Porsche-Knöpfe. Aber wie gesagt, hier handelt es sich um einen Nachbau. Da reden wir wahrscheinlich preislich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ja, ich würde jetzt mal sagen, so um den Dreh von um die 50.000 Euro. Also da kannst du eine entspannte Ausfahrt machen, weil wie gesagt, beim Originalfahrzeug reden wir von 3 bis 4 Millionen Euro. Also das ist schon richtig eine Ansage. Hier, was haben wir hier, Robert? Das sieht mir aus wie ein Porsche, oder? Ja, ist auf jeden Fall ein Porsche, da hast du recht. Das ist der Porsche. 993 Carrera RS, Robert. Eine absolute Legende. Vor allem dann übergehend hier dann rüber auf 996 GT3 RS. Auch sexy. Weiß mit, kannst du eigentlich sagen, so Miami Blue mäßig. Die Felgen, auch der schöne blaue Schriftzug, vor allem auch sehr geil. Blaue Gurte, Leute. Das schon. Aber bei dem muss ich sagen, da merkst du, dass der in die Jahre gekommen ist. Finde ich, ist meine Meinung. Beim 996, wo du gar nicht merkst, was in die Jahre gekommen ist, ist hier der 997. 997 GT3 RS 4.0. Ich weiß nicht, ob das Video schon bis dahin rausgekommen ist. Aber so viel kann ich euch sagen, Leute. Wir sind ja hier den 4.0 gefahren. Und ich war so extrem überrascht von dem Fahrzeug, weil der nämlich geiler zum Fahren gewesen ist und besser am Gas gehangen ist als der hier. Und der Besitzer hat mir das nämlich bestätigt. Er hat gesagt, sei es auf der Rennstrecke oder auch wenn du auf der Autobahn fährst, ja, hier, der 4.0 ist schneller als hier der 991.2 GT3 RS. Und das war auch mein Gefühl, als ich mit dem Auto gefahren bin, beziehungsweise ich bin ja nur mitgefahren. Ich bin ihn ja nicht einmal selber gefahren und selbst da habe ich das schon vom Gefühl gemerkt, krass, dass hier der 4.0, das ältere Fahrzeug, die ältere Modellreihe, hier besser zum Fahren ist und schneller ist, als hier der 991.2 GT3 RS, was übrigens auch sehr sexy aussieht mit dem kompletten Weissach-Paket, mit der komplett schwarzen Lackierung und allein, wenn du jetzt schon hier dieses Line-Up hast, ja, in Verbindung mit dem Carrera GT, ist das halt natürlich ultimativ. Also du merkst halt, es steckt wirklich Liebe und Pflege hier in der Sammlung drinnen. Und das hier hat auch eine schöne Historie, mittlerweile seit 1,5 Jahren hier in der Sammlung. Und zwar ist das ein Z4 GT3. Wenn du vor dem Auto stehst, Robert, komm mal hier hin, schau dir das mal an. Also, da ist es wirklich so, Z4 GT3, wie breit willst du sein? Ja. Ja, das ist, schau dir das mal an. Also theoretisch, hier hört es ja eigentlich auf, ja. Und hier geht es aber dann einfach weiter. Bis hier raus. Das ist so krass. Heftig, heftig. Z4 GT3, schau dir mal das Seitenteil an. Ey, das ist ja abnormal.
Das ist abnormal. Da hast du hier diese riesen Frittenticker, aber der Part ist extrem sexy. Und dann hast du natürlich hier, für Beifahrersitz ist leider kein Platz, weil wir hier den zusätzlichen Tank noch haben. Ist auch sportlich. Hast einfach mal den Tank auf der Beifahrerseite drüben. Ist ja okay. Also ich meine, Safety First ist an erster Stelle, definitiv. Aber ja, Z4 GT3, boah, kommt da eine Fahne raus, du. Das glaube ich. Alter, Nimm mal noch meine Nase. boah, geil. Und das zieht sogar hierher. Ja, richtig geil. Mann. Richtig geil. Einfach das beste Parfüm. Z4 GT3 ist ja dafür bekannt für 24-Stunden-Rennen. Ja? Also die Autos, die wurden hergenommen bis zum geht nicht mehr beim 24-Stunden-Rennen, Nürburgring, Spa und sonstige 24-Stunden-Rennen, weil natürlich der Motor dafür auch ideal ist. Ja? Der ist genau dafür ausgelegt. Und welcher Motor auch, finde ich einfach, ist mit einem 10-Zylinder von BMW immer noch der geilste Motor. Jetzt kommen wir hier dazu, Leute. Wir haben einen BMW 116i. Ja? Ich muss mal schauen, ob wir da irgendwie ein Bild reinmachen können, wie das Auto davor aussah. Oh! He needs some milk! Und das Ding ist einfach mal umgebaut mit dem schönen V8-Sauger, den wir damals aus dem M3 wieder hinten E90, E92 kennen. Und der wurde hier reingeballert. Und das ist eine Kombo. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich wusste ja, dass das geht, ja, aber dass du das dann so geil umsetzen kannst und vor allem, schaut mal her, wie viel Platz wir hier immer noch haben. Also theoretisch könnte man da auch noch einen 10-Zylinder reinballern, wenn es sein müsste. Ja? Wenn es sein muss, ja. Aber der 8-Zylinder ist hier, es ist ultra geil. Vor allem jetzt, Leute, jetzt zieht euch das mal rein. Wir haben hier die M2-Front, ja, und die Lackierung M5 CS, Leute. Ja, damals beim M5 CS vorgestellt worden, sieht ultra aus. Sieht wirklich, wirklich ultra aus. Robert, lass mal nach hinten gehen, ja, weil allein, wenn wir hier nach hinten gehen, das ist natürlich auch, glaube ich, ein riesen Aufwand, hier diese breiten Backen wirklich hier rausziehen zu können. Ich will gar nicht wissen, wie viel Arbeit da drinnen steckt, weil nicht nur eben der Motor, sondern auch wirklich außen hier, auch hier mit den 4 Auspuffrohren. Das ist schon, also Mega-Projekt. Finde ich ein Mega-Projekt. Und ich würde sagen, wir starten den jetzt mal kurz, oder? Ja, ich bleib hier gleich stehen. Also es ist ja irgendwie so, man muss erst auf den Startknopf drücken und dann muss ich auf Start, Stopp, irgendwas. Also ich bin mal gespannt, ob das hier startet. Ach geil, schau mal hier hin. Schau mal hier. Das ganze Alcantara mit dem braunen Leder. Ja, vor allem schau dir mal die Sitze an. Die Sitze, wir haben die M3-Sitze auch noch. Aber auch geil, wie das alles hier in dem Alcantara noch überzogen ist. Komplettes Lenkrad in dem Alcantara. Richtig sexy. So, jetzt steigen wir mal ein. Eieieiei. Robert, wie sieht's aus? Ich bin ready und du? Ich bin auch ready. So, machen wir mal Zündung an. Und jetzt hat hier lang wohl drauf bleiben. Geil, oder? So einen Eins habe ich noch nie gehört. Also das ist halt geil. Boah. Leute, Boah, das wir haben einmal hier einen 1er BMW, einen 116er. Mit dem M3-Motor. Ah, da Den geht mir schönen das Herz 18. Vor allem wie das riecht. Ja, ja. Hab ich auch nie Das gehört. riecht einfach 100% gesund. Ich liebe das ja. Leute, ich liebe das, dass es immer noch so verrückte Leute gibt wie wir, die wirklich hier, du merkst, wie jetzt hat sowas. Ja? Das ist eine pure Leidenschaft. Das ist nicht einfach so, wo man sagt, ach komm, mir ist jetzt halt langweilig, ich baller jetzt einfach mal hier den 8-Zylinder-Motor, den schönen Saugermotor hier in so einen 1er BMW rein, sondern das sind eben Projekte. Und das merkst du wirklich hier bei jedem Auto, wie viel Liebe im Detail da drinnen steckt. Ja? Selbst bis hin zu den M3, das Track-Tool. Ja? Und ja, also ich glaube, heute werde ich gut schlafen, Robert. Oh, ebenso. Heute werde ich definitiv gut schlafen. Und vielen Dank an den Besitzer, dass wir hier sein durften. Ich hoffe, Leute, euch hat das Video gefallen. Also ich habe hier bei der Sammlung auf jeden Fall wieder gut was gelernt und gut was
mitgenommen. Hey Robert, ich glaube, wir müssen mal hier nach so einem Opel Manta schauen, oder? Also, da sehe ich mich. Alles klar. Was soll ich Also machen? Leute, wir sind raus und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Peace out.